Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows. Mein Name ist Marcel. Erststimme, Zweitstimme, Überhang und Ausgleichsmandat. Habt ihr auch immer Probleme, diese Begriffe richtig einzuordnen? Kein Problem, in diesem Video erklären wir euch die Bundestagswahl. Wir gucken uns an, was der Bundestag ist, wie er gewählt wird und welche Besonderheiten es in unserem Wahlsystem gibt. Und jetzt viel Spaß beim Video. Alle 4 Jahre findet die Bundestagswahl statt. Im Rahmen dieser Wahl werden die Mitglieder des Deutschen Bundestages, die auch Abgeordnete heißen, für eine Legislaturperiode gewählt. Diese beträgt im Regelfall 4 Jahre. Sie ist eine der wichtigsten Wahlen, da der Bundestag zum Beispiel neue Gesetze beschließt, den Haushalt genehmigt, den Kanzler oder die Kanzlerin wählt und letztendlich auch die Regierung überwacht. Der Bundestag oder das Parlament besteht regulär aus 598 Abgeordneten. Dabei wird jedem Bundesland entsprechend seiner Einwohnerzahl ein festes Kontingent zugeteilt. Nordrhein-Westfalen entsendet mit 128 Abgeordneten somit mehr als beispielsweise Bremen mit 5 Abgeordneten. Die Bundestagswahl ist der Grundpfeiler unserer Demokratie. Die Teilnahme zählt zu unseren Grundrechten. Wählen und gewählt werden darf jeder Bundesbürger, der mindestens 18 Jahre alt ist. Schauen wir uns an, wie die Bundestagswahl funktioniert. Einige Wochen vor der Wahl bekommt jeder Wahlberechtigte per Post eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt. Sie kann als die Einladung zur Wahl verstanden werden und enthält zum Beispiel die Informationen, wann und wo die Stimmen abgegeben werden können. Gewählt werden kann entweder am Wahltag direkt in einem Wahllokal oder vorab per Briefwahl. Diese muss aber extra beantragt, ausgefüllt und rechtzeitig zurückgesendet werden. Gewählt wird nach der sogenannten personalisierten Verhältniswahl. Das bedeutet, jeder Wähler hat 2 Stimmen auf seinem Stimmzettel. Die Erststimme, auf der linken Seite des Stimmzettels zu finden, spiegelt dabei den personalisierten, auch regionalen Teil der Wahl wider. Mit ihr werden die Direktkandidaten aus den Wahlkreisen gewählt. In ganz Deutschland gibt es in Summe 299 solcher Kreise, die so geschnitten sind, dass alle ungefähr gleich viele Einwohner haben. Die Kandidaten eines Wahlkreises treten dann direkt gegeneinander an. Dabei müssen sie nicht unbedingt einer Partei angehören, tun es aber meistens aus organisatorischen Gründen. Der Kandidat mit den meisten Stimmen zieht direkt in den Bundestag ein. Er erhält ein sogenanntes Direktmandat. Alle anderen Kandidaten gehen leer aus. Durch den Wahlkreisbezug der Abgeordneten soll eine ausgewogene Vertretung aller Regionen im Bundestag und Bürgernähe sichergestellt werden. Über diesen Weg werden 299 Sitze im Bundestag vergeben. Mit der Erststimme wird jedoch noch nicht über die Sitzplatzverhältnisse im Bundestag entschieden. Dies erfolgt über die Zweitstimme, weswegen sie auch als die wichtigere Stimme gilt. Zu finden ist sie auf der rechten Seite des Stimmzettels. Mit der Zweitstimme wird berechnet, wie stark eine Partei prozentual im Bundestag vertreten ist. Ganz konkret wird hierbei eine Landesliste einer Partei gewählt. Diese Listen werden von den Parteien für jedes Bundesland erstellt. Auf ihr werden Kandidaten und Reihenfolge bestimmt. Wie sieht das Vorgehen jetzt nach der Wahl aus? In einem ersten Schritt wird berechnet, wie viele Sitze einer Partei auf Basis ihrer bundesweit erhaltenen Zweitstimmen zustehen. Dazu werden die für die jeweiligen Parteien abgegebenen Zweitstimmen summiert und ins Verhältnis zu allen gültigen Zweitstimmen gesetzt. An dieser Stelle greift dann die 5%-Hürde. Erzielt eine Partei bundesweit weniger als 5% aller Zweitstimmen, zieht sie nicht in den Bundestag ein. Damit soll einer zu starken Zersplitterung der Parteienlandschaft im Parlament vorgebeugt werden. Eine Ausnahme gibt es aber. Wenn eine Partei 3 Wahlkreise gewonnen hat, zählen auch ihre Zweitstimmen auf Bundesebene. Im zweiten Schritt werden die verfügbaren Sitze einer Partei dann nochmal auf Basis der erreichten Zweitstimmen pro Bundesland verteilt. Damit wird bestimmt, wie viele Abgeordnete eine Partei aus dem jeweiligen Bundesland entsenden darf. Einer Partei stehen demnach aus Bundesländern mit starken Zweitstimmenanteilen verhältnismäßig mehr Kontingente zur Verfügung als aus Bundesländern mit schwächeren Zweitstimmenanteilen. Die Direktkandidaten erhalten dabei wie bereits beschrieben einen garantierten Sitz. Somit sind über alle Wahlkreise und Bundesländer hinweg schon 299 Sitze vergeben.
Stehen einer Partei nach dem Einzug aller Wahlkreissieger dann noch weitere Sitze im Bundesland zur Verfügung, werden diese mit Kandidaten der Landeslisten aufgefüllt. Werden gar keine Direktmandate erzielt, werden alle ihr zustehenden Sitze ausschließlich durch Kandidaten der Landeslisten besetzt. Anders hingegen sieht es aus, wenn sie über die Wahlkreissieger mehr Plätze erzielt, als ihr auf Basis der Zweitstimmenverteilung eigentlich zusteht. Da einzelne Wahlkreise nicht einfach ignoriert werden können, werden diese in jedem Fall berücksichtigt. Erzielt eine Partei so für ein oder mehrere Bundesländer mehr Erst- als Zweitstimmen, stehen ihr weitere Sitze im Bundestag zur Verfügung. Man spricht dann von sogenannten Überhangmandaten. Damit in diesem Zusammenhang die anderen Parteien nicht benachteiligt werden, haben sie einen Anspruch auf Ausgleichsmandate. Dabei wird genau berechnet, wie viele Abgeordnete sie zusätzlich in den Bundestag schicken dürfen, um das Ungleichgewicht wieder auszugleichen. Das führt allerdings auch dazu, dass die Größe des Bundestages ansteigen kann. So liegt die Zahl der Bundestagsabgeordneten seit der letzten Wahl 2017 bei 709 statt bei 598. Das Wahlergebnis ist nun umgesetzt und alle Parlamentssitze vergeben. Wenn ihr euch bei der Auswahl der Partei noch nicht sicher seid, könnt ihr euch mit Hilfe des Wahlomat informieren. Er wird von der Bundeszentrale für politische Bildung erstellt und erscheint einige Wochen vor der Bundestagswahl. Er bietet Wählern die Möglichkeit, durch die Bewertung vorausgewählter politischer Thesen die eigene Meinung mit den Meinungen der zur Wahl stehenden Parteien zu vergleichen. Wählen ist ein demokratisches Grundrecht. Deshalb hoffen wir, dass wir euch mit diesem Video die Bundestagswahl und das Wahlsystem näher bringen konnten. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.